Darkside Journey. Episode 2. Ah ja? Ja, so sieht's aus. Ah ja. Spiel, Nachbericht, wenn man so will. Wir waren jetzt alle mal irgendwie da. Manche von uns waren extrem fleißig und haben wirklich fast alle Tage mitgenommen. Andere, wie ich, nur 2. Aber trotzdem reiflich und auch nicht wenig Eindruck gesammelt von der Spiel in den neuen Hallen. Und ich ist übrigens Nico. Und der andere Ich ist der Thomas. Okay. Ja, Spiel war dieses Jahr total super spannend, weil neue Hallen, neue Ordnung, man musste sie erstmal zurechtfinden und die Götter waren uns gnädig gestimmt und haben uns an fast allen Tagen schön mit Sonne versorgt, sodass man also auch draußen in den Innenhöfen sich tummeln konnte und das haben die Leute auch reichlich genossen. Ja, und wir haben das auch sozusagen genutzt, um unheimlich viele Interviews zu machen. Allerdings muss man leider auch sagen, bei dem einen oder anderen war es dann leider gerade so zum Ende hin doch ein bisschen windig. Also müssen wir mal gucken, wie schlimm das dann bei dem einen oder anderen Interview geworden ist. Und Interview ist eigentlich auch schon fast das Stichwort. Wir haben nämlich heute insgesamt 2. Eins davon ist auch mit, sage ich mal, einem Termindruck, wenn man so will. Da kommen wir aber später zu. Und das andere, das hätten wir jetzt einfach auch später bringen können, aber das passt einfach thematisch und zeitlich vor allen Dingen auch ganz gut. Aber bevor wir zu den Interviews kommen, ich muss gestehen, am Anfang habe ich gedacht, also ich bin vielleicht so dieser typische, alles was anders und Neues ist irgendwie schlecht. Weil ganz am Anfang habe ich wirklich gedacht, dass diese neue Ordnung, die gefällt mir nicht. Die war auch von der Geräuschentwicklung schon klassisch wie in großen Hallen. Also man hat wirklich, wenn man sich mit jemandem auch am Tisch unterhalten hat, wenn irgendwie man über Produkte reden wollte, also man musste wirklich nah rangehen, man musste richtig auf Tuchfühlung gehen. Das war für die Spiel eigentlich unüblich. Und ganz am Anfang, also auch noch am Anfang, das ist bei mir Freitag, man hatte nicht das Gefühl, dass so Cosplay-technisch irgendwas geht, sondern irgendwie, da liefen die üblichen verdächtigen Nerds rum, sage ich jetzt mal so. Also da, wo wir jetzt rumgelaufen sind. Ja. Und es wollte nicht so wirklich so diese klassische Spielstimmung von damals aufkommen. Und das hat sich dann aber Samstag doch noch mal ganz schön gewandelt. Ja, durch die breiteren Gänge verläuft sich das Ganze ein bisschen, zumindest in der Halle 2, wo der Fantasy-Science-Fiction-Kram und die Comics zugegen waren. Das ist richtig. Und die Szene, sage ich jetzt auch mal, hat sich dann doch wohl ein bisschen mehr auf den Samstag verlagert. Ich bin früher klassischerweise nicht dahin gegangen, weil es mir an den Samstagen auf der alten Messe, in Anführungsstrichen, in den kleineren Hallen, wirklich zu eng wurde. Und man konnte dann nicht mehr wirklich arbeiten. Nee, war ja jetzt sozusagen aber Dauerprogramm für uns diesmal, weil es war immer zu laut in den Hallen. Also insofern hat sich da jetzt nicht großartig was geändert. Man muss auch sagen, was mir jetzt positiv aufgefallen ist, dadurch, dass eben die Gänge breiter waren, war es nicht nur so war es nicht weniger Gedränge, sondern es war auch vor allen Dingen klassisch, wie man das heutzutage sagt, barrierefrei. Also das heißt, alle Stände waren ebenerdig, da gab es nicht irgendwie großartig so Probleme. Die Wege waren weit genug, dass da locker sagen entweder Kinderwagen oder Rollstühle aneinander vorbeipassen. Das war ja bei der alten Spiel nicht unbedingt immer so. Also gerade, wenn ich mir so die ein oder anderen Korridorareale angucke, wo dann auch noch so diese provisorischen Stände standen, da musste man sich ja teilweise extrem quetschen und es gibt's jetzt nicht mehr. Naja, da war ja natürlich auch für, ich sage jetzt mal, Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer oder auch Leute mit Kinderwagen, was ja auf einer Spielmesse jetzt nicht so super ungewöhnlich ist, da war immer dieses Gedrängel an diesen Liften, die natürlich überall waren. Das war schon Barriere nicht frei, wie nennt man das? Also fast barrierefrei, da gibt es noch ein anderes Wort für, fällt mir gar nicht ein. Nur da war halt Gedrängel, damit man hoch und runter kam da über diese Treppen. Das ist in der Tat nicht so, das ist natürlich schöner, waren auch jede Menge Rollis unterwegs da, die auch nicht irgendwo feststeckten oder irgendwo da untergingen in den Horden. Ja, für uns auf jeden Fall war wichtig, dass man sporadisch noch dieses klassische Feeling bekam, was am Anfang, wo wir ein bisschen Angst hatten. Es gab doch diese kleinen Independent-Spiele, also diese Spiele, die man früher immer in den verwinkelsten Ecken gefunden hat, die waren diesmal einfach, man muss sagen, eigentlich recht nett aufgeteilt, weil die waren dazwischen. Also das heißt, die waren nicht irgendwo so am Katzentisch, wie man so sagen würde, sondern waren eben schon zwischen auch teilweise den etwas größeren
Anbietern. Und Katzentisch ist jetzt wirklich das richtige Stichwort, weil wir haben ein unheimlich tolles Spiel entdeckt. Und das sind so diese Perlen, die man immer versucht, auf so einer Messe wieder das Spiel zu finden. Und das ist Catthulhu. Das ist sozusagen Cthulhu, aber mit Katzen. Ja. Und wie genau man sich das vorstellen muss, das hören wir jetzt erstmal in einem Interview. Das ist leider auf Englisch, weil der Herr, der es erfunden hat, kommt nun mal aus den Vereinigten Staaten. Mhm. Und sein Deutsch war jetzt nicht gut genug. Wir werden das jetzt einfach im O-Ton über den Äther schicken und euch im Anschluss dann nochmal ungefähr so ansatzweise sagen, was da so in der Zusammenfassung alles so gesagt wurde. So soll es sein. Das Interview hat unser Kollege Sean geführt. This is Sean here with Darkside Journeys, and I am speaking to Joel Sparks, creator of Call of Catthulhu. Hello. Hi, how you doing? Can you tell us a little bit about your game? Well, yes, it's a rules light RPG. It's meant to be of an introductory complexity for people who don't necessarily have time to read and memorize a 300-page RPG rulebook. Introductory level, even people who don't play RPGs can learn very quickly. And the theme is all of the characters are cats, ordinary cats. And the game master, who we call the cat herder, is arranging scenarios for them to go through. And it's in a world where the other animals of the world worship their own animal gods and are the equivalent of H.P. Lovecraft chaos cults, and they all want to undermine human civilization. Now the cats, which is to say the players, want to preserve human civilization because it was their idea in the first place. They've been pressuring us for 10,000 years, subtly and psychically, to make the world more and more comfortable, because that's the only thing they care about. So let's say the cultists of the toad god Fatragua want to encourage global warming, because the best thing for the amphibians would be if the world turns into one big hot swamp. But that would be the end of civilization. So naturally the cats are opposed to the toad god cult. Mutra, the monster dog, is the god of dogs, and people familiar with Lovecraft will realize that these are all parody versions of names of chaos gods in the Lovecraft mythos. There's a lot of stuff in there for the Lovecraft fan, puns and jokes and twisted takes on that kind of thing. The dogs want to displace cats as the favorite pet of humanity. But sometimes they can still be allies because both cats and dogs want to preserve humanity in its current state. Unlike, say, the fish god, who wants fish DNA to merge with all of the creatures of the world for miscegenation reasons. H.P. Lovecraft's worst nightmare. And there's a whole lot of that kind of peculiar, conspiratorial, dark rituals and cults and things going on that form the adventures for the cat characters to work against. It's mechanically very simple. The great thing about cats is you don't have equipment lists. You don't have spells and skills and scores. You're just cats. There's a little bit about what type of cat you are, what you prefer to do, and what your background is. But the character sheet is half a page, and it's mostly your physical description. So the core mechanic is a player tries to convince the cat herder that in a given situation, for a given challenge, she's the right cat for the job. That's a mechanic in the game, right cat for the job. If that is true, if you convince the cat herder that your cat is the right cat for this challenge, it's pretty easy. Mundane challenges are automatic. You have instant stylish success. Even slightly difficult ones you succeed at automatically. Harder ones you have a little bit of a die roll to figure out. Ordinary D6 system. Now, if you're the wrong cat for the job, if it's what we call an inappropriate challenge, and for some reason you have to try it anyway, then you could be in trouble. You have to roll dice to try to succeed. The odds can be stacked against you. You can take consequences, even injuries. In the worst case, you could even lose one of your 9 lives. Here's an interesting cultural note I didn't realize. In Germany, cats have 7 lives, not 9. So I may have to give 2 versions of the character sheet. So I introduced this game, the basic rules, very small form factor, at Gen Con, Indy, this past summer in the U.S. Completely sold out of that printing. So for Essen,
we got another print job done in an inexpensive form just so people could get a hold of the game and learn about it. So we've been able to sell those rule books for just €4 this week here at Essen. And what we're going to do in 4 days, on October 30th, we're launching a Kickstarter for the deluxe edition, which is going to be a much expanded version of the game. I'm not going to make it mechanically particularly more complicated, but there's going to be a lot of different types of cats, a lot more about the chaos gods, what their rituals are, what sorts of demonic insects, for example, the insect god cult might be able to summon if you don't stop them. Lots of details about that, about the other animals, about the history of the world. Deep resources for the cat herder. In the current basic rules, there's a good number of settings and adventure ideas and outlines, but you're going to have full-length adventures available to the cat herder. So we're going to have that definitely ready for Con Season 2014. So we'll probably start at PAX East, I would like to, which I believe is in March or April. So starting then, we'll have the deluxe edition out, and there's lots of great rewards that are going to be on the Kickstarter, like cat dice. I have the prototypes of the cat dice with me here at Essen, and the number of people that have tried to claw them out of my hands and say, how much? It's been crazy. I wish I had some I could sell them. Those will be rewards for the Kickstarter and also included in various versions of the deluxe rules. We have one thing that I particularly like. I know some professional level miniature painters in the United States. So as a supporter at a certain pledge level, you can email us a photo of your cat, and I will have one of these guys take these 28 millimeter scale cat minis that we have and paint one to look exactly like your cat and send it back to you. You can use it playing Call of Catthulhu, you can use it as a familiar in another mini game, or you can just put it on your shelf and say, there's Fluffy. Just looks cute on your shelf. So we're real excited about all the different rewards we're going to be able to offer. And I'm going to start with a low initial goal because I just want to make sure I can pay for the printing of the books, and we'll have lots of stretch goals after that. We'll get a full color interior if we can, more art, more online support, more adventures. And I'm thinking about trying to get translations of it because I've met a lot of German and other European fans here at Essen. It's great the way almost everyone seems to know English, but I would like to give it to them in their native language if the Kickstarter allows the budget for that. So it's going to be exciting. We're looking forward to it. And it will end on December 2nd, which is Cyber Monday in the United States, which is the largest online shopping day of the year, getting ready for the holidays. So I figure I'll give people through that day to pledge online, and we'll see where we get. What site would people need to go to in order to get that information? Well, the easiest place to find all the information is just catthulhu.com. So that's CATTHULHU, Catthulhu. At the moment, that points to our Facebook page. When the Kickstarter goes live in 4 days here, I'll point it right to the Kickstarter. So whatever is going on with Call of Catthulhu, you can always find at catthulhu.com. Well, excellent. Thank you for your time. This has been a great interview. Thanks a lot, man. Catthulhu. Ja, Catthulhu. Das ist der Hammer. Ja, also Kurzzusammenfassung, man spielt Katzen, angelehnt an das Cthulhu-Mythos-Universum von H.P. Lovecraft. Nur, dass diesmal die Dämonen, die um die Weltherrschaft kämpfen, nicht sich der Menschen bedienen als ihre Minions, wenn man so will, sondern nein, verschiedene Tiere haben verschiedene Dämonen, so eben Katzen, Catthulhu. Und da gab es noch ein paar andere, deren Namen mir jetzt tatsächlich schon wieder entfallen sind. Interessanterweise hat diese ganze Welt so unheimlich viel Humor und auch so sehr viel Seitenhiebe in Richtung dem Cthulhu-Universum. Also das heißt, alle Fans von H.P. Lovecraft werden es erstmal ziemlich lustig finden, glaube ich zumindest. Und das Tolle ist, es ist ein Einstiegsspiel. Also es ist für die Leute, die null Ahnung oder wenig Ahnung von Rollenspielen haben, die wenig Ahnung vom Spielen haben müssen. Es kommt mit extrem einfachen Regeln daher. Das ist, glaube ich, eins der Hauptargumente, wenn man so will. Und, wie er sagt ja so schön, es ist auch von dem Inhalt her sehr einfach. Also wenn man mal die ganze Mystik und den ganze Hintergrundwissen weglässt. Weil Katzen haben kein Inventory, also keine Klamotten, die sie miteinander rumschleppen, keine Zaubersprüche, kein gar nichts, sondern man spielt klassisch Katzen. Ja.
Das ist mit Sicherheit auch für, ich sage jetzt mal, die erfahrenen Rollenspieler was Neues und auch eine schöne neue Herausforderung, sich eben einfach in die Katze zu versetzen. Und das Abenteuer beginnt damit, dass man erstmal den Cat Herder, also den Spielleiter in Anführungsstrichen, davon überzeugen muss, dass es überhaupt irgendetwas zu tun gibt und man selbst die richtige Katze für diese Aufgabe ist. Was ja an sich schon mal eine interessante Herangehensweise ist an das Spiel selber, denn es ist auch wichtig, je nachdem, wie überzeugend man ist und den Spielleiter überzeugen kann, umso einfach oder auch umso schwierig wird es dann nachher. Das heißt also, wenn man sagt, ich bin die beste Katze, weil und es funktioniert und der Spielleiter sagt, stimmt, sehe ich genauso, dann ist alles einfach. Man muss kaum würfeln, es passiert nichts. Mhm. Alles geht einem leicht von der Pfote, wenn man so will. Und wenn man allerdings nicht so ganz überzeugend ist, dann kann das katastrophale Auswirkungen haben. Ja, weil das Problem als solches besteht dann ja trotzdem, aber es kümmert sich halt keine Katze darum. Ja, es gibt verschiedene Charakterklassen, die gibt es zu spielen da, was aber im Prinzip eigentlich eher so das Gehabe einer Katze ist. Ne? Liege ich faul rum oder renne ich den ganzen Tag draußen rum und sammle die Mäuskes ein? Bin ich laut? Bin ich gesellig? Bin ich eher der kratzig, klassische Einzelgänger oder vielleicht auch noch? Und der Grund, warum wir das so vorgezogen haben, hat er dann nachher auch noch genannt. Und zwar, das existiert bis dato nur in so einer sehr abgespeckten Version. Ja, auch auf der Messe, so, ich glaube, keine Ahnung, 30 Seiten, wenn es hochkommt. Regelwerk. Das ist sozusagen die Basics. Da ist nur Regeln drin, ein bisschen Welt drumherum und das war's. Und für 4 Euro. Ja. Und das, was er jetzt natürlich möchte, ist das Ganze in schön und auch vor allen Dingen in mehr Inhalt. Und dafür gibt es ja seit einigen Jahren so diverse Plattformen, wie zum Beispiel Kickstarter. Und ab oder seit dem 30. Oktober, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, ist dieses Catthulhu jetzt auf Kickstarter unterwegs, versucht, das Geld zusammenzukriegen. Er hat sich sehr, sehr unterschiedliche und auch sehr klein gestaffelte Ziele gesetzt, um eben erstmal sagen zu können, im schlimmsten Fall können wir es nur drucken lassen. Genau. Und je besser er wird, also je mehr Leute das dann unterstützen wollen, umso mehr Farbe kommt rein, umso ausführlicher werden die Bücher, umso mehr Zusatzinhalte wird er ziemlich schnell dann nachschieben können. Und das ist jetzt für die deutschen Hörer interessant, wenn es wirklich reicht, dann könnte es auch sein, dass er das dann übersetzen lassen kann, weil er gesagt hat, er hat gemerkt, es gibt hier unheimlich viele Fans. Ja. Und es wäre total schön, aber das ist natürlich ganz weit hinten angesiedelt. Klar. Allerdings gibt es, wie so oft bei Kickstarter, natürlich auch so, wie nennt man das heute im Neudeutsch, Incentives. Das heißt, wenn man genug Geld beisteuert, gibt es natürlich auch ab einer gewissen Stufe immer mal noch so ein kleines Spezialbonbon sozusagen, da unter anderem wunderschön designte Würfel, die für das Spiel da sind, die echt sehr, sehr putzig aussehen. Ja. Und die ihm auch, wie er sagte, von gerade Würfelsammlern auch versucht wurde, irgendwie abzuluxen, abzukaufen. Ich will gar nicht wissen, was das höchste Gebot gewesen ist. Und für Katzenliebhaber und Katzenbesitzer, sehr interessant, ab einem gewissen Betrag wird er auch mit Leuten zusammenarbeiten, die Katzenminiaturen bemalen. Man kann sein Foto einschicken. Diese professionellen Leute werden anhand des Fotos, also der eigenen Katze, diese Miniatur bemalen. Und die kann man entweder für das Spiel benutzen, wie er so schon sagt, oder auch einfach nur sich dekorativ in den Setzkasten setzen. Das ist sowas von geil, eine super Idee, finde ich klasse. Ihr könnt euch auch auf Facebook ein Foto sowohl von den Würfeln als auch dem Heft, das da bis jetzt erschienen ist, mal anschauen. Und während wir das Foto gemacht haben, grapschten auch schon einige Leute wieder in Richtung des Schädels dort und natürlich insbesondere auch der Würfel. Und da hat er sich, das habt ihr ja eben auch gehört, auch schon geärgert, dass er nicht 43 Säcke voll davon mit hatte. Dann hätte er sich wahrscheinlich schon direkt saniert. Ja, aber hat er leider, wie gesagt, nicht gehabt. Was wirklich schade ist, weil die Dinger sahen verdammt gut aus. Apropos Facebook ist auch das Stichwort, die Seite gibt es von ihm auf Facebook, noch zumindest, also gibt es immer noch, aber unter catthulhu.com kommt ihr vor dem 30. noch auf die Facebook-Seite, nach dem 30. direkt auf die Kickstarter-Seite, um eben sofort euch noch alle Informationen zu holen. Catthulhu schreibt sich in diesem Fall CATTHULHU.com. Ja, relativ einfach. Richtig. The Role-Playing Game of Cosmic Chaos and Heroic Kitties.
Und das ist so schön, es fiel auch direkt sofort ins Auge, weil, das seht ihr dann auch bei uns auf Facebook an dem Foto, weil es eben Katzenoberkörper und Oktopus unten, also wenn das nicht ein Eyecatcher ist. Ja. Und Miniaturen gibt es auch bei den nächsten Interview zumindest als Thema. Das hat Ingo geführt, der heute nicht da ist. Sozusagen geht es jetzt zurück in die Vergangenheit mit Ingo zum Gespräch mit Martin Ellermeier vom Mephisto. Die sind fast genauso alt wie wir, machen allerdings in Print. Es gibt tatsächlich noch Fantasy- bzw. genrespezifische Printmagazine in Deutschland. Und ich sitze hier mit einem der Chefredakteure eines dieser Magazine. Und zumindest im zweiten hat er auch immer noch aktiv seine Hände im Spiel. Und am besten stellt er sich jetzt direkt mal selbst vor. Hallo, ich bin der Martin Ellermeier. Ja, wie Ingo schon gesagt hat, aus grauer Vorzeit entstand seinerzeit 1994 die erste Ausgabe des Mephisto-Magazins. Damals Dark Future und Dark Fantasy. In der Zwischenzeit immer noch in der jetzt 57. Ausgabe sehr breit angelegt eben zum Thema Fantasy-Rollenspiele, Science-Fiction-Rollenspiele generell. Und parallel dazu haben wir uns entschieden, vor einiger Zeit den Tabletop-Bereich, den wir auch in Mephisto mit abgedeckt haben, als artverwandtes Spielethema in ein eigenes Magazin auszulagern. Das ist jetzt der Tabletop Insider, der just zur Messe in Essen zur Spiel 2013 in der 11. Ausgabe erschienen ist. Also wir blicken auf eine durchaus lange Geschichte zurück. Ihr seid gerade mal 2 Jahre jünger, als wir es waren damals. Und ja, du hast bisher schon angesprochen, dass es sich um Fantasy-Spiele, sonst was geht. Als Printmagazin. Genau, weil wir sind der Meinung, online ist eine ganz tolle Sache. Aber insbesondere im Tabletop-Bereich, zu unserem Verlag gehört auch das Portal brückenkopfonline.com, in dem wir alle News aus der Branche, aus der Szene berichten. Aber wir wollen einfach den Lesern oder nicht allen Lesern zumuten, dass sie jeden Tag 2 Stunden online verbringen, um eben alle News zu sammeln, zusammenzutragen oder das zu finden, was sie interessiert, sondern eben in der Form eines Printmagazins die Möglichkeit zu geben, gesammelt alle 3 Monate das zu finden, was wir denken, was in der Branche am interessantesten ist. Dazu Spielberichte, um den Lesern zu zeigen, wie funktionieren die Spiele, Systemvorstellungen, wo wir die ganzen Mechaniken vorstellen, wo wir den Hintergrund der Spielsysteme zeigen oder eben auch Tutorials für Geländebau, für Bemalung und so weiter abdrucken, um den Lesern und Fans der Tabletop-Spiele in diesem Fall Material an die Hand zu geben, mit dem sie direkt loslegen können, was sie umsetzen können, was sie ausprobieren können. Das ist natürlich ein Teil des Ganzen, es geht aber meistens noch weiter, denn wie beim guten Yps-Heft damals gibt es hin und wieder auch Extras. Genau, wir arbeiten im Tabletop Insider auch sehr stark mit Beilagen. Hier sind wir natürlich auf unsere Partner angewiesen, die aber den Tabletop Insider natürlich als ein gutes Medium erkannt haben, um eine Zielgruppe zu erreichen, die eben über ein Online-Medium nicht ohne weiteres erreichbar ist. Die Leute, die aktiv in der Szene sind, die ausprobieren wollen, die bereit sind, etwas Neues zu machen. Dementsprechend finden sich bei uns im Heft Schnellstartregeln, es finden sich auch mal Miniaturenbeilagen, wo man einfach sich von der Modellqualität eines Herstellers selber überzeugen kann. Und vielleicht kommt da noch die ein oder andere Überraschung in der Zukunft. Schon mal. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Also, das ist der Tabletop Insider. Es gibt vermutlich ein Team dahinter, richtig? Genau, also Chefredakteur des Tabletop Insiders ist der Christian Schlumpberger. Der organisiert das Ganze. Er ist auch Chefredakteur für den Brückenkopf und koordiniert die Themen, hält die Kontakte zu den Partnern, sammelt Beiträge zusammen, ist auch selber sehr aktiv, spielt sehr viele Systeme, bemalt sehr fleißig, baut Gelände und so weiter und so fort. Und hier können wir auf die gesamte Brückenkopf-Crew natürlich auch zurückgreifen, haben internationale Partner, die uns unterstützen. Und dementsprechend ist das natürlich ein Erfolg des Magazins, der auf vielen Schultern ruht und von vielen Schultern getragen werden muss. Das klingt schon mal vielversprechend. Wechseln wir direkt zum Mephisto-Magazin rüber, das ja eine etwas längere Historie aufzuweisen hat. Du hast bereits erwähnt, dass es da mehr oder minder thematisch das betrifft, was wir uns als Podcast ebenfalls auf die Fahnen geschrieben haben. Genau, also Mephisto ist, sagen wir, das beste Fantasy- und Abenteuerspiele-Magazin in Deutschland. Wir möchten den Lesern vorstellen, alles, was in der Fantasy-Szene passiert. Das fängt natürlich bei Büchern an, aber natürlich legen wir den Schwerpunkt auf die Spiele, zu sagen, welche Spiele gibt es, Brettspiele, vor allem eben Rollenspiele aus unserer Historie heraus entstanden, nach wie vor das Schwerpunktthema. Wir bieten in dem Sinne Abenteuer, Szenarien, Spielleitertipps, aber auch dann
neue Ideen für das ein oder andere Brettspiel, wie zum Beispiel aktuell die Serie zum Arkham Horror Brettspiel von den Heidelbeeren. Für das Arkham Horror Brettspiel ist das Szenarienmassaker, das immer wieder neue Möglichkeiten bietet, für das Arkham-Brettspiel Abenteuer zu erleben, Geschichten und Erzählungen durchzustehen und dementsprechend immer wieder was Neues für seine Spiele zu erleben. Das klingt durchaus vielversprechend. Wenn ihr also die Mephisto noch nicht kennt, solltet ihr spätestens, wenn ihr den Podcast hört, auf jeden Fall mal reinlesen. Wo gibt's die denn überhaupt? Mephisto, wie auch Tabletop Insider, gibt es im Fachhandel, also im Rollenspielfachhandel oder Tabletop-Fachhandel oder natürlich im Bahnhofsbuchhandel. Wir sind da nahezu überall vertreten und wenn man es tatsächlich nicht finden sollte, kriegt man das natürlich auch direkt bei uns. Sehr schön. Jetzt mal aus der Business-Seite gesprochen. Wie ist das bei der Mephisto oder beim Tabletop Insider? Gibt es Feedback? Also ihr lauft eine ganze Zeit lang mittlerweile. Folglich muss es ja zumindest ansatzweise Erfolg haben. Aber es ist vermutlich auch mit viel Enthusiasmus verbunden, richtig? Ich denke, ein Magazin oder in dieser Branche überhaupt kann man nur sehr, sehr viel über Enthusiasmus und Liebe zu dem Spielen selber erreichen. Also es ist eine Sache, die sich nicht trägt wirtschaftlich. Also eigentlich totaler Unsinn, sowas jedes Mal zu stemmen. Wir unterliegen auch hier, weil wir es nebenberuflich machen, immer wieder neuen Einflüssen aus Beruf und Familie, sodass sich auch mal eine Ausgabe verzögert. Aber an und für sich, wir machen es, weil es unglaublich viel Spaß macht, weil wir einfach zeigen wollen, man kann tolle Sachen im Bereich Rollenspiele, Brettspiele machen, im Bereich Tabletop natürlich genauso, mit dem kreativen Ansatz darüber hinaus noch selber zu basteln und zu bemalen. Und ja, das Feedback der Leser ist in der Form da, dass sie uns unterstützen, dass wir kontinuierlich stetig vernünftige Verkaufszahlen noch erreichen können. Andernfalls würden wir wahrscheinlich auch überlegen, ja, ob uns noch jemand braucht, ob uns jemand möchte. Aber bislang haben wir den Eindruck nicht gewinnen können. Das klingt gut. Wenn man jetzt sich informieren möchte, hast du bereits erwähnt, dass es den Brückenkopf online gibt. Also brückenkopf.com war es? Brückenkopf-online.com. Das ist die Webseite mit allen News rund um das Thema Tabletop oder Miniaturen. Es gibt für den Tabletop Insider die Seite tabletop-insider.de, die wir jüngst relaunched haben aufgrund eines kleinen Hackerangriffs auf unsere Webseiten. Deshalb ist die Webseite mephisto.name leider noch nicht wieder online, aber auch daran arbeiten wir. Das klingt gut, aber ich nehme mal an, wenn dich jemand für die Mephisto interessiert, wird er auch beim Tabletop Insider fündig werden. Natürlich, also da im Moment sind wir am Wiederaufbau der Seite. Wir stellen alle Inhalte nach und nach wieder zur Verfügung. Das heißt, man wird auch auf der Tabletop Insider Seite dann natürlich auch Links oder Hinweise dazu finden, was in Mephisto die Leser erwartet. Gibt es auch Bonus-Content online? Also was weiß ich, ergänzende Szenarien, ausgedruckte Spielpläne, sowas Ähnliches? Das müssen wir auch noch wieder alles einstellen. Da haben wir ein gutes Archiv auf mephisto.name gehabt. Die Dateien gibt es natürlich alle wieder. Das wird in den nächsten Monaten nach und nach wieder zur Verfügung gestellt. Also konstant online checken, auch wenn man das Printmagazin lesen möchte. So ist es halt heutzutage. Wir alten Menschen, wir verabschieden uns jetzt hier von der Spiel. Und Martin, ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal alles Gute für die restlichen Ausgaben, für die weiteren Ausgaben und noch ein erfolgreiches Printgeschäft. Vielen Dank. Ihr lauscht noch immer der Darkside Journey und wir haben gerade hier den guten Verantwortlichen des Mephisto gehört. Auch eine spannende Geschichte. Mhm. Ja. Das beste Printmagazin Deutschlands. Richtig. Im Bereich Fantasy. Entschuldigung. Tabletop und so. Ja, natürlich. Und ich muss jetzt auch gestehen, mir fallen auch nicht mehr wirklich viele ein, die noch übrig geblieben sind. Also, Das ist wohl wahr. ja. Apropos übrig geblieben, viel Zeit haben wir nicht mehr. Also wir hätten zwar noch eine Menge Zeit, weil wir nicht mehr an Sendezeiten gebunden sind, aber Du wolltest ja nicht übertreiben. richtig, so halbe Stunde ist doch mal ganz angenehm. Außerdem gab es viel auf die Ohren Ja. und nicht mehr viel zu sagen. Ja, ihr könnt uns ja mal mitteilen, wissen lassen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was euch interessiert und vielleicht auch mal dazu sagen, Interviews in Fremdsprachen, ob das so okay ist. Ja, für euch, ne? Also für Englischsprachig ist es mit Sicherheit okay. Wir haben es dann ja auch zusammengefasst. Frage, reicht euch das? Versteht ihr genug? Wollt ihr mehr?
wie auch immer. Genau, Feedback geht einfach, und zwar einerseits natürlich über unsere Facebook-Seite, das ist facebook.com/darksidejourney.de. Eine Möglichkeit geht auch per Mail, info@darksidejourney.de. Dann sind wir bei Twitter mit Darksidejourney Okay. als Twitter-Account. Ja, das hat der Ingo ja schon groß und breit erklärt. Gibt eine Death-Metal-Band aus irgendwo im skandinavischen Raum, die seit 1000 Jahren ihren Twitter-Account zwar nicht mehr benutzt, aber leider das A noch haben durfte und Ja. wir halt nicht. Ja, Oh Gott. wir haben uns einfach ein bisschen zu spät entschieden. Ja. Wem das alles nicht reicht, dem können wir jetzt allerdings dann auch nicht helfen, weil ich glaube, das sind genug Kontaktmöglichkeiten. Ja, das soll reichen. Genau. Wir gehen jetzt was spielen. Richtig. Schlaft schön. Halt, stopp und so. Ja. Weil wir haben uns gedacht, das ist einfach toll, wenn man mal auch Outtakes macht. Nein, Quatsch. Also vielleicht fragt sich der eine oder andere, was macht man eigentlich so in so einem Studio, wenn man so ein Radio macht oder so einen Podcast jetzt in dem Fall und die Technik einsteuert. Ja, oder auf den Kollegen wartet, bis er endlich drüben ist. Richtig. Und das gibt es jetzt sozusagen als Behind the Scenes so zum Abschluss. Habt Spaß. Dab, dab, dubidi-dai. Schwabidub-dubidi-du. Dabidu-du, dabidibidibidibidu. Dibidibi. Dubididu, bidubu, bidibu, bubu, dibibu, babadabababa, badababu, bubudu, budibudu. Unimunimu. Unimunimu. Sehr schön. Sehr gut.